Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute zeige ich euch mal mein Spind, Leute, mein Season 3 Spind. Ich habe hier auch gerade den Skin mal reingemacht aus Season 3. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an. Also ich habe generell auch, ich kann ja einmal die Seasons schnell durchzeigen, Leute. Season 3 habe ich die. 4. Die. 5 habe ich diese. So Leute. 5 habe ich den Drift, den ich persönlich am besten von den ganzen Skins finde. 6 habe ich die, da habe ich glaube ich, ab da hatte ich glaube ich immer den Battle Pass durch, Leute. Hier bei 7, 8. Außer bei 9, da hatte ich den glaube ich gar nicht. 9, doch, hatte ich auch. Hatte ich auch durch. Aber bei 10 hatte ich den nämlich nicht, Leute. Da hatte ich nämlich einfach nicht gespielt die Zeit. Season 11 gibt es ja nicht, das ist dann ja Season 1, Leute. So, aber ich zeige das jetzt einfach einmal ganz normal. Also wir fangen mal bei den schlechtesten an. Den Wellenbrecher, das ist das Starterpaket. Der ist aus dem Battle Pass. Der ist auch aus dem Battle Pass. Der war Season 7 bei PlayStation Plus. So Leute, da kann ich es euch gerade gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, woher ich den habe. Das weiß ich gerade auch nicht. Kapitel 2, Season 1. Das ist wohl, glaube ich, auch im Battle Pass. So, Zoe, Season 4. Chaos im Zuckerguss. Teil der Schneckermaus-Set wurde in Season 4 eingeführt, genau. So, Trock gut kämpfen, Teil des Gipfels. Das war aus Season 7 im Battle Pass. Ich zeige die Skins jetzt aber auch einfach durch, sonst wird das ein bisschen lang. Also bei den Skins rede ich noch, aber den Rest zeige ich einfach, sonst wird das Video viel zu lang. So, das ist Season 7. Also ihr könnt den Text auch immer unten lesen, dann müsst ihr halt nur das Video stoppen. So Leute, das war auch den Battle Pass, Season 5. SGT Winter war Season 7, aber ich weiß nicht, ob das ein Battle Pass war, aber ich glaube schon. Die Banane, die kennt man ja, Season 8 im Battle Pass. Die war Season 5 im Battle Pass, die finde ich auch relativ nice. Rotkäppchen war Season 6 im Battle Pass. Pulverschnee, der war Season 7, also den gab es Season 7. Den gab es Season 8. Den gab es Season 4. Das ist auch einer meiner ältesten Skins, außer natürlich die aus Season 3. Ja, den finde ich auch gar nicht so schlecht, aber der ist auch aus Season 8. So, der ist aus Season 5. Season 8. Die Düsternis ist Season 6. DJ Yonder ist Season 6. Bunker John Z ist Season 9. Aufgesattelt ist Season 6. Ace ist Season 5, das war ein Paket. Das ist Season 3 ein Paket, hatte ich mir geholt, aber das ist auch irgendwann nochmal im Shop gekommen, leider. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. So, der war Season 7. Der war, wenn man alle Aufgaben fertig hatte, in Season 6. Der Wolf, den kennt man ja, Season 6, die letzte Stufe im Battle Pass. Zenithel, weiß ich gerade gar nicht, wartet, Season 9. So, der Schwarzherr, den kennt man ja auch, Season 8. So, das hatte ich jetzt nicht vor, Leute, egal. So, Wing, Season 8. Rox, Season 9. Rosige Anführerin, Season 3. Ich weiß gar nicht, woher habe ich den denn, Leute? Season 3? Egal. So, der Lux war Season 7. Die Kriegesbemalung war doch nicht Season 3, Leute. Ach so, doch, bei Retti Welt. Sorry, so, den kennt man ja auch, Season 8. Season 7. Den spiele ich auch ganz gerne. Den Drift, mein Lieblingsskin. Also der Drift war übrigens Season 5. Der Gefangene, Season 7, wenn man alle Aufgaben fertig hatte. Der war Season 4, das ist auch ein ziemlich alter Skin von mir. Habe ich auch sogar fast durch. Aber da konnte man die Skins halt die nächste Season auch noch nicht weiterspielen. Hätte man da gebraucht, dann hätte ich die jetzt auch alle auf Max. Calamity, die spiele ich auch oft, war Season 6. Habe ich natürlich auch durch, Leute. So, und dann habe ich hier noch die Blingerella. Die war Season 8. Ich glaube im Battle Pass die letzte Stufe. So, hier zeige ich jetzt einfach ein bisschen durch, Leute. Also die hier zeige ich jetzt einfach. Bei den goldenen lese ich vielleicht nochmal vor, sonst wird das einfach zu viel. Ja. Rucksäcke finde ich jetzt auch nicht so interessant, Leute. Das sieht irgendwie, ich finde, das sieht aus wie im Krieg irgendwie so ein Rucksack.
Das hier ist ein Taschenrechner, ein ganz normaler Rucksack. Die Lamas, die sind aus diesem einen Event. Die gab es auch mal irgendwann wieder, aber den weißen habe ich leider trotzdem nicht freigeschaltet, Leute. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, das sind hier die blauen. Das ist die Cobra, die mag ich eigentlich auch ganz gern. Wuffel, den habe ich früher immer gespielt. Ja. Den goldenen Hund, den finde ich nicht so schön. Den finde ich auch ganz lustig. Den finde ich gut. Remus. Ja. Ups. Sorry, Leute. So. Shiro. Ein Hamster, den finde ich nicht so gut an mir ist. Den mag ich auch recht gern. Leider kann hier nicht das Emoji abrufen. Was er da macht. Den habe ich so gut wie immer drin, Leute. Das Schwert finde ich auch ziemlich geil, persönlich. Das ist halt von dem Gefangenen, das Vorgangsschloss. Die Verfolgung Season 3 eingeführt. Ich weiß gar nicht, von was das ist. Ach so, das ist von Kriegsbemalung, gerade die Welt. Hot Wings. Hohes Kaliber. Hohenmesser. Die Goldmarke. Der Geplankel. Ich weiß, das Video ist jetzt eigentlich... Also ich finde sowas generell nicht so interessant, aber manche gucken das ja ganz gern. Um die Spinde zum Beispiel mit anderen zu vergleichen. Die zeige ich jetzt auch einfach mal durch. Klar, hier sind jetzt auch welche von Retty Welt dabei. Da werde ich es dann auch immer sagen. Retty Welt Season 6, Retty Welt Season 6. Nicht Retty Welt Season 6. Retty Welt Season 6. Das war Season 4, den habe ich mir im Shop gekauft. Weil ich den früher ziemlich geil fand. Diese Spitzhacke, die finde ich auch ziemlich gut, Leute. Doppeläxte, die habe ich auch oft benutzt. Ups. So, den habe ich früher auch oft benutzt. Marshmallow-Spitzhacke. Das ist auch die einzigste, die ich von den Frostlegenden-Set habe, Leute. Oh, die habe ich neu. Das ist die im Battle Pass heute. Heute in der Season. Okay, das waren die Spitzhacken. Das habe ich aus Versehen als Favorit, egal. So, ich würde sagen, wir fangen hier erstmal bei den langweiligen Gleitern, sage ich jetzt mal, an. Und dann kommen wir mal zu den Siegelschirmen. Dann seht ihr auch mal, in welchen Seasons ich alle Siege hatte. Also den hier finde ich auch ziemlich gut, aber der ist mir zu auffällig. Die meisten lilanen sind mir zu auffällig. Den Zug. Der war Season 6, den fand ich auch ziemlich gut früher. Der war, glaube ich, im Battle Pass. Diesen hier, den benutze ich so oft. Aber im Moment benutze ich eigentlich meistens die Siegesschirme. Leute, wenn euch sowas nicht interessiert, morgen kommt wieder ganz normales Videos, also Tutorials und so. Nicht den Spind. Ja, den Zuckerschock, den kennt man ja generell auch. Ich fand den Ton früher so schrecklich. Der sieht auch, finde ich, gar nicht mal so schlecht aus, Leute. Ich zeige dir jetzt mal ein bisschen schneller. Das Video wird zwar so oder so wahrscheinlich schon ziemlich lang, Leute. Tut mir leid. So, jetzt kommen wir zu den Siegesregenschirm. Das ist ja kein Siegesregenschirm, den hat man schon von Anfang an. So, der war Season 4, einen epischen Sieg. Kapitel 2 ist Season 1, einen epischen Sieg. Der standardmäßige Hängegleiter sieht inzwischen komplett anders aus. Der sah früher nochmal komplett anders aus, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt. Exklusiv für Gründer, das war die Welt. Season 9, epischer Sieg. John Wick Gleiter, Season 9. Die Auftrag des Mörders. Season 8. Auch für Rette die Welt. Den von Gründerpack. Season 7. Season 5. Ups. Kapitel 2, Season 1. Bei diesem Sturmkönig. Und der war Season 6. Das sind so meine Siegesregenschirme, Leute. Ja, die Strahlen sind jetzt nicht so interessant, finde ich. Die zeige ich auch einfach mal schnell durch. Diese hier finde ich gar nicht mal so schlecht.
Aber ich zeige euch gleich mal, welche ich eigentlich immer benutze, die ich so gut wie noch nie gewechselt habe, Leute. Also ich finde, also Strahlen sind mir nicht so wichtig, Leute. Okay, das sah gerade auch nice aus. So Leute, und jetzt kommen wir mal zu denen ich eigentlich so gut wie jedes Mal benutze. Ich muss noch mal kurz gucken, wo das eigentlich hin ist, Leute. Eben hatte ich ihn doch noch ausgerüstet. Ach so, Leute, das war doch der hier. Stimmt ja, der hat ja hat der noch so Funken an den Händen. Habe ich eben nicht dran gedacht. Auf jeden Fall benutze ich den so gut wie immer. Den finde ich ziemlich nice eigentlich. So, jetzt kommen wir zu den Emojis. Die braucht man auch nicht unbedingt, Leute. Da habe ich auch so viele. Also die kann ich auch nicht unbedingt. Das score ich dann auch ein bisschen schneller durch. So, wir müssen hier mal schnell zum Anfang. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal. Ja, den Standard-Tanz, den kennt ja natürlich jeder. Yay. Da ist der Tanz. Season 4. Wütende Vulkan. Gut. Den habe ich auch oft benutzt, Leute. Genau, den finde ich auch ganz lustig. So, hier ist die Spinne. Die war. Das Herz, das finde ich, muss man immer dabei haben. Das war Season 3. Das haben auch nicht allzu viele. Ja, die ganzen Emojis, Tomate. Die Tanz finde ich persönlich auch ganz nice. Okay, Salut. Da denken noch manche, das war Season 2, aber dabei war das Season 2. Season 2, aber die sich dabei auskennen, die wissen das auch, denn der hieß nochmal anders, aber ist genau der gleiche Emoji. Ja, deswegen hier, den sollte man auch kennen, wenn man schon ein bisschen länger spielt. Der war nämlich Season 4, den epischen Sieg. Das mochte ich auch gern. Ja. Den habe ich mir gestern im Shop gekauft. Oder vorgestern besser gesagt. Den finde ich persönlich auch ziemlich gut. Die 200 V-Bucks konnte ich dann auch ausgeben, Leute. Ich weiß gleich mehr. Pixel Ramirez. Den fand ich auch ganz gut. Den gibt es ja inzwischen gar nicht mehr. John C. gibt es auch nicht mehr. Die sehen ja inzwischen alle ganz anders aus. Ein Pfeil, den habe ich auch öfters benutzt. Den mochte ich. Den habe ich auch ziemlich gerne benutzt. Ach nee, das ist der gleiche. Ich habe gerade gedacht, das ist ein anderes. Sorry. Passt ja. Das kennt man auch mehr. Konnte man sich, glaube ich, beim Fußball-Event kaufen, bin ich mir gerade nicht so sicher. Den sollte aber auch jeder kennen, Leute. Den GG-Emoji, den mochte ich ja, den habe ich auch oft benutzt, aber benutze ich nicht mehr so oft. Den kennt man ja auch. So, GG, gutes Spiel heißt das halt für die, die es nicht wissen. Good Game heißt das eigentlich, aber irgendwann gab es dann so viel GG-Emojis, dass man ja auch sieht. GG. Egal, Leute. So. Ach, das weiß ich nicht, Leute. Da gab es Fortnite ein Jahr lang, die Torte. In Season 5. Das war schon was Besonderes.
mal so nebenbei, Leute. Schaut doch auch gerne mal bei meinem Erstkanal vorbei, wenn ihr gerne Minecraft und Roblox guckt. Der ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich sehr freuen. Den finde ich auch ganz gut. Den kennt man ja generell auch. So, dann kommen wir hier gleich auch mal zu den interessanten Emojis. Also interessant. Den Wolf, den finde ich auch gut. Das passt ja zwar jetzt gerade gar nicht zu dem Skin. Den wo ist der eigentlich Silber, Leute? Eigentlich habe ich den in Gold. Egal. 200 Meter Headshot sind wir auch. So, das weiß ich noch gar nicht. Ah, das sind die ganzen Sachen vom Avengers übrigens, die rot sind. Von den Avengers Event, wo auch dieser eine Gleiter von war. Den kannst du, mochte ich früher ziemlich gerne. Warte, damit hat man früher so viele Challenges gehabt, die konnte man halt werfen. Ja, der Ball. Den Tanz, den habe ich früher ziemlich oft benutzt, finde ich. Der Schneeball, der war auch zu werfen. Der Burger, kann man auch werfen. Den benutze ich jetzt noch ziemlich oft. Popcorn. Den kennen auch nicht mehr viele. War aber auch Season 4. Da gerade Season 4 hat ungefähr der Hype angefangen. Ich verstehe nicht, woher ich diesen Emoji habe, Leute. Der ist Season 2, da habe ich noch nicht mal gespielt. Also steht hier irgendwie auch was. Den Tanz, den haben auch ziemlich wenige. Season 4 war der. Den mag ich auch ziemlich gerne. Den mache ich immer gerne, wenn Gegner irgendwie welchen Gegner gekillt hat. Mache ich den Emoji oft. Also den hier. Katzenrad, den kennt man ja. High Five, der ist ja glaube ich sogar in diesem Wettpass. Da muss halt noch ein anderer dann einschlagen. Golfball, der Gackelschritt, der Frisbee-Scheibe. Garella, den wieder am Ball zu werfen. Ja, am Haken, den kennt man ja, habe ich mir gekauft. Eigentlich hält der da. Achso, nein, das ist ja, Leute. Mellow-Stimmung, den mochte ich auch gerne von Mellow Event. Den noch, den habe ich auch immer ausgerüstet. So Leute, das war's auch erstmal endlich mit dem Emojis. Tarnung, ja, da kann ich ja mal schnell durchgehen. Ich sag dir jetzt einfach mal auf was gar, Leute. Ich habe eh überall die Magma-Tarnung, die leider letztens auch wieder im Shop war. Naja, die schwarze, die mochte ich auch ganz gerne. Aber die Magma-Tarnung hatte ich mir halt gekauft, wo sie direkt im Shop war. Weil die halt animiert war und ich fand die ziemlich cool. Da sind ja gerade Tarnungen reingekommen. Ich glaube, das ist sogar die einzigste Tarnung, die ich animiert habe, Leute. Das frage ich mich gerade. Eigentlich hatte ich noch mehr, egal. Das ist auf jeden Fall die Magma-Tarnung, die habe ich so gut wie immer ausgerüstet. Egal bei was. Ja, hier die Banner habe ich halt ein paar, die manche nicht haben, aber das ist nicht so wichtig. Ich weiß nicht, ob man die Musik jetzt im Video hört, Leute. Ich muss meinen Ton mal schnell laut machen, Leute. So, Ton. Ich stelle den einmal laut, damit ihr es hört. Also stellt es ein bisschen leiser, wenn ihr gerade über Kopfhörer hört. So, das ist dieser Tanz. Also der Musik meine ich. Das ist aus die Welt. Also die Musik ist aus die Welt. Die hatte ich früher immer drin. Die mache ich auch gleich wieder rein, Leute.
Ja, das ist auch okay. Finde ich nicht so gut. War von Weihnachten. Disco. Das Ende. Kapitel 2. Das ist auch aus dieser Season. Ich weiß gar nicht woher. Ahoi, Leute. Den finde ich auch nicht schlecht. Den habe ich immer ausgerüstet, aber den finde ich gar nicht mehr so gut. Nehmen wir jetzt auch mal den, Leute. So, ich stelle den Ton einmal wieder ein bisschen leiser, Leute. Die zeige ich jetzt einfach im Schnelldurchlauf, Leute. Ich habe hier so ewig viele von. Dann müsst ihr das Video einfach langsamer stellen, wenn ihr es nicht so schnell sehen wollt. Das geht, wenn ihr da tippt, also einmal auf dem Bildschirm tippt, auf dem Handy, auf PC weiß ich nicht. Da dann oben auf die 3 Punkte und dann Wiedergabegeschwindigkeit. Da könnt ihr die verändern. Schnell oder langsam. Das hatte ich jetzt nicht vor, Leute. So. Den finde ich auch ziemlich nice, Leute. Wieso ist jetzt... Ach, hier ist halt. Den finde ich auch gar nicht mal so schlecht, Leute. Okay. So. Aber ich nehme eigentlich so gut wie immer diesen hier. So, Leute, das war's dann auch mit den ganzen... mit meinem Spind. Und ich würde sagen, Leute... wir machen mal... wenn auf dieses Video... sagen wir... 5 Likes sind, Leute, dann muss ich mir irgendwas für, sagen wir mal, 200 V-Bucks im Shop kaufen. Das natürlich per Video. Damit ihr es natürlich auch als Beweis habt, Leute. Das habe ich auch im Video. Auf jeden Fall, also lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Dann kaufe ich mir was für 200 V-Bucks im Shop. Das ist zwar nicht so viel, aber... ist ja auch egal, Leute. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch auch gerne ein Like und ein Abo da. Schaut doch auch bei meinem Erstkanal vorbei, Leute. Sorry. Dort mache ich Minecraft und Roblox. Würde mich auch sehr freuen. Dann würde ich sagen, haut rein und ciao.